Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei diesem neuen Video hier. Hier geht es wieder um das Oszilloskop von Hantek mit der Open Hantek Software unter Linux, aber das wird unter Windows ähnlich aussehen und ähnlich gut zu bedienen sein. Ich wollte hier kurz zeigen, wofür so ein Oszilloskop super ist und vor allen Dingen, wofür insbesondere so ein PC-Oszilloskop, was man am PC dann damit arbeitet, warum das so seine Vorteile hat. Ich habe jetzt hier das schon angeschlossen, und zwar, das ist an einem Modellbauempfänger, den Sender habe ich schon an. Ich schließe jetzt den Akku an den Empfänger an und dann empfängt der auf zwei Kanälen. Einmal den Kanal 1, das ist normalerweise für den Motor gedacht, und Kanal 2 ist das Querruder oder das Seitenruder, je nachdem, was für ein Modell man fliegt. Also ich fliege nur beim Schiff, wäre das ähnlich. Aber wie gesagt, ich schalte jetzt einmal den Empfänger an. So sieht das aus. Wichtig ist hier die Triggerung, die klappt nicht immer so super. Die sollte man ruhig auf normal einstellen, weil im Automodus habe ich festgestellt, dass es da nicht immer funktioniert. Und jetzt kann ich an dem Sender, das ist der Motorregler, da sieht man, dass das obere Signal dort breiter wird. Das untere, das wandert mit, weil der Sender, der sendet die Impulse so für die Kanäle 1 bis 8 oder wie viel er kann, die werden so gestaffelt angezeigt. Wenn ich jetzt einen 8-Strahler hätte, dann könnte ich die 8 Kanäle nebeneinander machen, brauchen wir aber nicht. So, der andere Kanal, das ist das Seitenruder oder Querruder, und das bewege ich jetzt, und dann wird dieses Signal hier entsprechend schmaler oder breiter, und das verschiebt sich dann nicht, weil auf dem wird getriggert, und das hier, das ist jetzt Kanal 2. Wenn ich jetzt umstecken würde auf Kanal 3, dann wird das Signal hier ungefähr kommen und 4 und so weiter. So, jetzt die Geschichte, warum ist so ein Oszilloskop super? Ich möchte ja für meine Modellbausachen mit so kleinen Mikrochips, so Gadgets programmieren, die halt Servos steuern. Entweder zum Beispiel ein Servoinverter ist häufig schon mal gern genommen. Das heißt, dass wenn man halt das Servo, wenn das falsch rumläuft, dann kann man das reinschalten und dann läuft das richtig rum. Das kann man auch im Sender umprogrammieren, aber wie gesagt, das geht nicht in jedem Falle, wenn man zum Beispiel eine ältere Fernsteuerung hat. Und das dann also invertieren, das ist gar nicht so einfach. Also macht man das mit so einem Teil, und ich habe auch so ein Teil, ein käufliches, aber sowas kann man eben auch mit so kleinen Mikrochips von der Firma Microchip, beziehungsweise früher Atmel, die nutze ich dafür, damit möchte ich das programmieren. Jetzt muss ich halt wissen, wie breit ist das Signal denn, so und wie weit sind die Signale auseinander. Und so, die schiebe ich jetzt erstmal hier beiseite. Und jetzt gehen wir erstmal hier in der Zeitbasis. Da kann man einfach hier mit der Maus drauf fahren. Dann kann man mit dem Mausrädchen das einstellen. Wie möchte man das haben? So zum Beispiel. Ja, doch, für die Breitenmessung mache ich das so. Und dann schiebe ich jetzt einen Balken hier hin. Und den zweiten Balken, den schiebe ich hier hin. Und hier, da sieht man jetzt, das sind 901 Mikrosekunden, also 0,9 Millisekunden ist das Minimum dieses Teils hier. Und wenn ich jetzt hier den hochfahre, da sieht man, da fährt er da hinten raus. Das heißt, entweder ändere ich die Zeitbasis. Ich kann auch versuchen, das hier nach vorne, ich weiß nicht, ob man das machen kann, das Verschieben. Ich glaube doch hiermit. Ja, ha, wer sagt's denn? Schieben wir das einfach dahin, und dann machen wir das jetzt breit. Aber da reicht diese Basis nicht aus. Also müssen wir schon hier das zum Beispiel nehmen, und dann messen wir jetzt von da bis da. Und dann sieht man hier, das sind 2,5 Millisekunden. Also das Maximum sind 2,5 Millisekunden, Minimum, wie gesagt, können wir noch mal hier jetzt schauen.
Und das Minimum. Ach, hier sieht man es doch. Da ist die Breite. Also ungefähr 0,9 Millisekunden oder 900 Mikrosekunden. So, jetzt gehen wir in der Zeitbasis hier wieder einen weiter und so, bis wir 2 auf einmal sehen. Und dann fahre ich jetzt einfach mit diesem Balken hier an den Anfang. Und dann sieht man hier, das sind 20 Millisekunden. Also alle 20 Millisekunden kommt so ein Signal. Und das konnte ich damit jetzt perfekt austesten, messen mit einem analogen Oszilloskop mit so einer grünen Fluoreszenzröhre. Da muss man dann lineal dranlegen oder Pünktchen zählen. Das ist halt wirklich möglich, aber hier ist es wesentlich komfortabler. So, das war es auch eigentlich schon zu diesem Video. Wenn euch solche Videos wie das hier gefallen, so lasst auch gerne ein Abonnement da. Klick auf die Glocke, ihr werdet über neue Videos informiert und ein Daumen nach oben wird natürlich auch immer gerne genommen und dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!